Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Inga's Color Art. Ich habe mir heute eine sehr große Leinwand ausgesucht. Die ist 1 Meter mal 1 Meter und je größer das Format, desto schöner ist es für die abstrakte Acrylmalerei, insbesondere für die Rakeltechnik, weil ich dort dann eine sehr große Fläche zur Verfügung habe. Aber ich starte wie immer ganz normal mit meiner Hintergrundbemalung. Als Farben für die Hintergrundbemalung habe ich mir das Schwarz ausgesucht, das Türkisblau und das Grünblau. Und die Farben trage ich ganz locker auf, so wie es mir gerade gefällt. Und dadurch ergeben sich mal hellere und mal dunklere Flächen als Hintergrund auf der Leinwand. Anschließend trockne ich die Hintergrundbemalung sehr sorgfältig mit dem Föhn an und das mache ich, damit sich die erste Farbschicht nicht mit den Hintergrundfarben vermischt. Nachdem der Hintergrund vollständig getrocknet ist, kann ich meine erste Farbschicht auftragen und ich habe mich in diesem Fall für einen Kontrast entschieden, und zwar für das Reflexorange. Je nachdem, mit welcher Kamera ich gerade filme, fällt die Farbe mal etwas blasser orange aus oder etwas kräftiger orange, aber es ist einfach ein leuchtendes, schönes Orange. Der Umgang mit der Leinwand ist auch gar nicht so einfach und es wäre vielleicht schöner, wenn man die Leinwand an die Wand hängen könnte, doch die Möglichkeit habe ich derzeit nicht. Meine nächste Farbwahl ist ein bisschen von etwas beeinflusst, was ich glaube ich schon mal erwähnt habe, aber nicht so ausführlich. Als ich ein kleines Mädchen war, war ich schon immer fasziniert von diesen ganzen Kristallgläsern und Figuren, die in gewissen Vitrinen ausgestellt worden sind. Es handelt sich dabei um eine österreichische Firma und ich mochte es, wie diese geschliffenen Gläser in der Vitrine so gefunkelt haben. Und manchmal waren um diese Figuren auch so kleine Glasschliffsplitter verstreut, die so wie kleine Diamanten glitzerten. Und dann war es für mich das Schönste, wenn ich auf dem Boden vor der Vitrine ein paar dieser Steinchen entdeckt hatte, sie aufgehoben habe und dann durfte ich sie tatsächlich behalten. Ja, warum habe ich euch das gerade erzählt? Die Firma stellt natürlich inzwischen auch farbige Glasfiguren her und da gibt es eine Farbkombination, die sich Fire Opal nennt und das ist etwas, was zwischen Orange-Rot und Gelb changiert und ich habe das jetzt auf meiner Leinwand momentan mit dem Reflexorange und dem Gold. Und ich finde die beiden Farben als Kombination wunderbar. Bei der nächsten Farbschicht verwende ich das Grün-Blau, welches ich schon bei der Hintergrundbemalung verwendet habe. Und das Grün-Blau bildet einmal einen sehr starken Kontrast zu dem Reflexorange und gleichzeitig vermischt es sich mit der darüberliegenden Farbe Gold zu einem leichten Blau-Grün Metallic und wird noch für sehr interessante Effekte auf dieser Leinwand sorgen. Ich habe mein Rakelwerkzeug vorhin nicht gesäubert, sondern einfach das Grün-Blau auf die noch auf dem Rakelwerkzeug befindliche Farben aufgetragen. Und das sorgt natürlich jetzt in der Übertragung auf der Leinwand für verschiedene Farbmischungen. Da sind dann teilweise gelungene Farbmischungen dabei und teilweise entstehen dort gemischte Grün-Grau-Töne, was daran liegt, dass ich natürlich mit Orange und Blau, wenn man es mal auf diese beiden Farben herunterbricht, 2 Komplementärfarben eingesetzt habe, die sich dann gegenseitig in ihrer Sättigung aufheben. Insgesamt gefällt mir das dunkle Blau sehr gut, aber es nimmt dem Gold natürlich stellenweise auch die Leuchtkraft,
sodass ich jetzt zunächst zu einer Perlfarbe greife. Und ich habe ja in dem Grün-Blau 2 Farbkomponenten. Die Farbe ist nicht nur rein blau, sondern da ist ein grünlicher Anteil dazwischen. Und deshalb habe ich mich für das Perlgrün entschieden. Momentan erinnert mich die ganze Farbgebung an eine Unterwasserlandschaft, eine sehr abstrakte natürlich, aber gerade die Farben Gold, Blau, die sich dann zu diesem Grün vermischen und lassen mich dann tatsächlich ein bisschen an die Karibik denken. Vielleicht ist das auch etwas zu weit hergeholt, aber jeder hat ja bei abstrakten Gemälden andere Empfindungen und andere Ideen. Er hat in seinem Leben andere Dinge gesehen und das ist das Schöne an diesen abstrakten Gemälden, dass jeder ein Stück weit etwas anderes damit verknüpft. Bei dieser Leinwandgröße achte ich auch auf die Gewichtung der einzelnen Farben. Bei dieser Leinwandgröße achte ich auch auf die Gewichtung der einzelnen Farben und deshalb habe ich nochmal zu dem Gold gegriffen, nachdem ich die Leinwand gedreht habe, um diesen hellen Farbton noch ein Stück weiter in den Vordergrund zu bringen. Bei der nächsten Farbe entsteht erstmal der Eindruck, dass es sich dabei um ein Weiß handelt. Ich habe mich allerdings für eine Perlfarbe entschieden und hier ist es das Perlblau. Perlfarben haben bestimmte Effekte, sie sind irisierend und man kennt das zum Beispiel bei Autolacken, wenn da eine bestimmte Metallicfarbe aufgebracht wird, dass sie in der Sonne so ein bisschen glitzern. Und diese Perlfarben haben tatsächlich einen perlmuttartigen Schimmer. Und dieser Schimmer beim Perlblau ist eben im Bereich der blauen Farbtönen zu suchen. Mit dieser Perlfarbe unterstütze ich zum einen das Grünblau, was sich schon auf der Leinwand befindet. Und zum anderen bildet es mit dem Goldfarbton eine wunderbare Kombination, die das darunterliegende Reflexorange nochmal so richtig zum Strahlen bringt. Momentan ist von meiner Unterwasserlandschaft auf der Leinwand nicht mehr viel zu sehen, sondern es erinnert eher an das Schneegestöber, was wir neulich im Süden von Deutschland hatten. Aber ich kann euch versprechen, dass sich das Bild noch ein paar Mal verändern wird. Bei der Bahn in Reflexorange, die ich soeben gerakelt habe, konnte man gut sehen, dass sich jetzt die ersten Farbschlieren bilden. Das sind für mich diese Farbmischungen und Farbspuren aus mehreren Farben. Und was man an anderen Stellen des Bildes sehr gut beobachten kann, sind diese Inseln, die entstehen, wenn man rakelt. Unten in der Ecke ist zum Beispiel noch eine Stelle mit Perlfarbe.
Und dort hat man im Moment diesen Inseleffekt, der tatsächlich so aussieht wie kleine Schneeflocken. In der letzten Woche gab es ein paar Kommentatoren, die unter verschiedenen meiner Videos schrieben, dass es anmaßend sei, dass ich die Rakeltechnik von Richter verwenden würde und dass ich Richters Werk komplett nicht verstanden hätte. Und ich finde es immer sehr spannend, weil das wird dann teilweise ohne Einleitung hervorgebracht. Es wird einfach darunter geschrieben. Und ich frage mich, was bei demjenigen, der es schreibt, in dem Augenblick durch den Kopf geht. Kunst lebt davon, dass man etwas sieht. Kunst lebt von Inspiration. Kunst lebt davon, dass Dinge aus dem Leben einfließen, die einen geprägt haben. Und dann entsteht etwas Neues. Irgendjemand hat anfangs mal einen Pinsel in die Hand genommen und seitdem haben sehr viele Künstler einen Pinsel in die Hand genommen. Das gleiche gilt für Spachtel, für Farbe, für Leinwände. Irgendjemand hat einmal Spachtelmasse auf die Leinwand gebracht und so sind vielzählige Kunstwerke entstanden. Und ich verstehe deshalb nicht, wie man sich in einer solch abfälligen Weise über das, was ich hier mache, äußern kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch überhaupt keine solcher Gedanken haben. Und dass das wirklich nur ein ganz geringer Prozentsatz ist, der sich bei mir dann in den Videos abarbeiten möchte. Aber ich kann euch nur empfehlen, lasst es ganz einfach. Das, was ich hier mache, hat sehr viel mit Arbeit zu tun, das hat sehr viel mit Können zu tun, das hat sehr viel mit Wissen zu tun. Und das ist nicht mal eben so, ich schmiere hier keine Bilder hin, sondern für mich ist das tatsächlich Kunst. Und diese Kunst verkaufe ich auch. Und es gibt Kunstsammler, die inzwischen meine Bilder sammeln. Insofern bitte ich euch um konstruktive Kommentare und wenn ihr etwas anzumerken habt, dann macht es so, dass ihr den anderen nicht direkt auf den Fuß tretet oder euch in irgendeiner Weise eigentlich nur selber blamiert. Ich möchte an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen für die Leute, die mich während der Premieren begleiten, die Menschen, die meine Videos schauen und immer einen Kommentar dalassen, die positiv gestimmt sind, die meinen Bildern irgendetwas abgewinnen können und die mir sogar schreiben, dass sie durch mich wieder zum Malen gefunden haben. Ich finde, das ist etwas, was unheimlich positiv ist und was auch erwähnenswert ist, weil ich eine Art Funken weitergeben konnte. Und egal, was es für ein Bild sein wird, aus Strukturpaste, mit Glitter, ohne Glitter, mit Acrylfarbe, mit Alkoholinks oder was auch immer, was euch eben inspiriert. Und das ist das Wichtige. Nach diesem kleinen, mir am Herzen liegenden Exkurs möchte ich die Blicke wieder auf das Bild richten, indem ich vorhin eine Schicht Reflexorange in den Vordergrund gerakelt habe und diese leuchtende Farbe jetzt mit Hilfe des Perlblaus wieder etwas in den Hintergrund nehme, denn ich merke, dass diese große Leinwand von mir auch großzügige Flächen erfordert und da versuche ich mich jetzt langsam heranzutasten. Also diese Detailarbeit an diesem Bild verliert sich nicht im Kleinen, sondern ich schaue mir das Bild immer mal wieder zwischendurch an, indem ich auf eine Leiter steige und eben den entsprechenden Abstand herstelle, sodass ich entscheiden kann, an welchen Stellen mir jetzt noch etwas fehlt oder ich eine Farbe besser zurücknehmen sollte. Das ist jetzt ein Prozess, der nicht unbedingt in Worte gekleidet werden kann, sondern da spielen viele Gefühle, Emotionen und Empfindungen eine Rolle und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder andere auch andere Entscheidungen fällen würde. So wie das Bild hinterher ist es dann letzten Endes eine Tatsache und ich bedauere es manchmal, dass es kein digitales Werk ist,
wo ich ab einem gewissen Punkt mir eine Kopie ziehen kann, mit der ich dann eine andere Entscheidung oder einen anderen Gedanken weiterverfolgen kann. Diese Möglichkeit habe ich hier nicht. Wenn ich die Farbe einmal auf dem Bild habe, dann habe ich zunächst die Farbe auf dem Bild. Ich kann dann mit einer anderen Farbe darüber gehen, um das Bild an der Stelle nochmal zu verändern. Aber was ich nicht kann, ist die Farbschicht nochmal neu oder gar nicht auftragen. Und das macht das Arbeiten mit diesem Material auch echt spannend. Ich denke, dass ich den orangenen Bereich in der Mitte unbedingt stehen lassen werde und jetzt langsam nochmal mit Gold ein paar Bereiche herausrakeln werde, denn ich hatte die beiden Farben Reflexorange und Gold zu Anfang miteinander verbunden und hier setze ich jetzt nochmal ein bisschen Gold auf die blaue Passage, um auch nochmal ein Spannungsfeld zwischen dem mit dem Perlblau versetzten Blau und dem Gold herauszuarbeiten. Die erste Kamerafahrt zeigt das noch nasse Bild und die Farben, wie sie aussehen, wenn sie noch nicht getrocknet sind. Man sieht hier sehr schön den Perlenschimmer des Perlblaus oder aber auch den Metallic-Schimmer des Goldes. Und vor allen Dingen diese Stelle liebe ich besonders mit den vielen Inseln und der darunterliegenden Reflex-Orange-Farbe, wohingegen ich auf der anderen Seite einen leichten Grün-Gold-Metallic-Schimmer habe und weiter unten wieder großzügige Farbflächen. Besonders gut finde ich, dass ich an manchen Stellen noch bis auf die Hintergrundbemalung gucken kann, die mir auch deshalb jedes Mal so wichtig ist, weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass ein weißes Stück Leinwand hindurch schimmert. Es sei denn, es ist künstlerisch so gewollt. Bei der Kamerafahrt über das getrocknete Bild lässt sich feststellen, dass die Farben teilweise wieder dunkler aufgetrocknet sind, sie aber ansonsten einen seidenmatten Glanz haben. Durch die Verwendung der Perlfarben und der Metallicfarbe Gold bekommt das Bild zusätzlich noch einen sehr schönen, glänzenden Effekt. Was bei dem getrockneten Bild auch wieder gut zu sehen ist, dass die Struktur der Leinwand sich bis in die oberste Schicht wieder durchgesetzt hat. Zum Abschluss zeige ich euch einmal das fertige Bild, wie es an der Wand hängt. Und es ist aufgrund seiner Größe schon einmal sehr beeindruckend. Und auch die Flächen, die ich dort gerakelt habe, sind größer als die Flächen, die ich normalerweise rakeln würde. Was ich hier an dieser Stelle so besonders mag, sind tatsächlich diese vielen Inseln, der blaue Farbton, der oberhalb des Reflex-Oranges sitzt. Und hier oben Strukturen, wo die Farbe sehr dick aufgetragen worden ist und sich dennoch Schwünge und Farbschlieren ergeben haben.
Ich finde es tatsächlich sehr spannend, welche Farbkombinationen sich aus der reduzierten Farbpalette ergeben haben und habe auch schon ein paar Lieblingsbereiche für mich gefunden, dort wo das knallige Reflexorange einfach im Kontrast zu dem dunklen Grün-Blau steht. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn mein Video von dir ein Like bekommt. Ich freue mich über konstruktive Kommentare und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.